Deutschland das Rennen in der Welt in Richtung Digitalisierung verloren. Das sehe ich nicht so. Man könnte sagen, die Welt läuft ja, es funktioniert. Warum wollen wir eigentlich immer digitalisieren? Digitale Innovationen bestimmen die Welt. Die Innovationen kommen aus China, die kommen aus den USA, die kommen selbst aus Indien oder aus anderen Ländern. Die machen das Rennen. Und diese Unternehmen werden größer und größer. Dort wird Digitalisierung mehr gefördert. Und mit Förderung meine ich nicht nur Geld, sondern auch die Öffentlichkeit ist auf deren Seite. Wenn hier eine Idee in Deutschland an den Tag gebracht wird, hat man erstmal die Kritiker als die einen fördern. Ein Beispiel aus eigener Erfahrung. Vor mittlerweile 12 oder 13 oder sogar 14 Jahren habe ich das Thema Video-Ident erfunden. Ich habe mir die Gedanken gemacht, wie halte ich alle Regularien ein, wie kann ich ein Ident-Verfahren an den Markt bringen, was hochsicher ist, das heißt also die geldwäschekonforme Identifikation einer jeden Person ermöglicht, ja, und habe es dann auf den Markt gebracht. So weit, so gut. Das Video-Ident-Verfahren wurde teilweise benutzt, das eID-Verfahren, also heißt die Ausweisfunktion, die jedem Personalausweis in Deutschland inne ist, ja, ich sag mal, als Grund anzuführen, warum das nicht so erfolgreich ist. Und das ist nicht gut, wenn man eine Innovation auf diese Art und Weise kritisiert. Schöner wäre es ja gewesen, wenn man schon kritisiert, aber konstruktiv kritisiert. Nicht, wenn man einfach sagt, man möchte das nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer, sondern einfach sagt, wie kann man dieses Verfahren besser machen. Mehrere Verfahren, ja, sind immer besser, als wenn man nur ein Verfahren hat. Das ist eine Kultur, die es schwierig macht, ja, neue Innovationen auf den Markt zu bringen. Ich glaube fest daran, dass viele Menschen in Deutschland die Digitalisierung wollen, die tolle Ideen haben, die Visionen haben und die das umsetzen wollen. Und dann, wenn es darum geht, die Ideen umzusetzen, stoßen sie sofort auf bürokratische Hürden. Natürlich muss man Regeln einhalten, das sollte jeder tun. Aber es sollte eine Kultur entstehen, wo Politik die Rahmenbedingungen schafft, dass Digitalisierung sich entfalten kann. Mehr in Ausbildungsgänge zu investieren, das ist etwas, wo der Staat wirklich auch mal Geld reinpacken kann, um das zu befördern, damit wir hier die Menschen ausbilden, die auch hier bleiben und arbeiten, ja, um dann dementsprechend diesen Fachkräftemangel so weit wie es geht zu senken. Weil wenn wir den Anschluss verlieren, dann verlieren wir auch die Weiterentwicklung des Landes, wir verlieren auch die Arbeitsplätze, die das Land braucht und wir verlieren auch die Möglichkeit, wettbewerbsfähig auch bei den Kosten zu bleiben. Weil es sind ja nicht nur die Innovationen, sind auch die Kosten, die durch fehlende Digitalisierung immer höher und höher werden. Wenn da eine Förderung erfolgt, indem man eine Unterstützung bekommt, da meine ich nicht das Geld, sondern eine inhaltliche Unterstützung, dann können wir es auch schaffen, auch in Deutschland noch den Anschluss zu bekommen.